Mitte Dezember 2017 veröffentlichte das National Security Archiv der George Washington Universität 3 Dutzend deklassifizierte Dokumente zu den deutschen Wiedervereinigungsverhandlungen von 1990. Daraus lässt sich entnehmen, dass verschiedene hochrangige westliche Diplomaten der sowjetischen Führung versprachen, dass die NATO-Osterweiterung an der Grenze zwischen der BRD und der DDR Halt machen werde. Später benutzte die russische Führung dieses Argument mehr als einmal, um ihre schwierigen Beziehungen zum Bündnis und zum Westen insgesamt zu rechtfertigen. Verstehen Sie? Wir möchten, dass man mit uns ehrlich arbeitet. Ich zitierte die Pflichten, die auf höchster Ebene im Rahmen der OSZE vereinbart und ich betone von den Präsidenten unterzeichnet wurden, einschließlich der USA, dass niemand seine Sicherheit auf Kosten der Sicherheit anderer stärken wird. Amerikaner sagen, das Recht, ein Bündnis frei zu wählen, sei heilig. Wir sagen, unter der Voraussetzung, dass es die Sicherheitslage eines anderen Landes nicht verschlimmert. Und darunter haben Sie, meine Herren, unterschrieben. Und jetzt, wenn Sie versuchen, unseren Vorschlag als Ultimatum vorzulegen, erinnern wir Sie daran und werden sicherstellen, dass Sie nicht ausweichen, sondern ehrlich darlegen, wie Sie das interpretieren, was Ihr Präsident unterzeichnet hat. Und wenn er nur auf der Grundlage der Tatsache unterschreibt, dass Russland niemals in der Lage sein wird, das zu erreichen, was in diesen Dokumenten versprochen wurde, dann müssen Sie ein Geständnis machen. Im Westen wird gewöhnlich geantwortet, dass niemand Gorbatschow ein schriftliches Versprechen gegeben habe, und weil dies auch nirgendwo in den Vertragstexten steht, habe formell nichts die Osterweiterung der NATO verhindert. Ja, das ist tatsächlich ein Mythos. Es gibt jedoch Forscher, die diese Ansicht bestreiten. Der amerikanische Forscher Joshua Itzkowitz-Schifrinson beispielsweise schlug in seinem Artikel Deal or No das Ende des Kalten Krieges und den Plan der USA, die NATO-Erweiterung zu begrenzen, von 2016 vor. Das Wort Versprechungen in Bezug auf die NATO-Erweiterung ist wohl begründet. Wendet man die Prinzipien der Theorie der internationalen Beziehungen auf die bisher bekannten und neu veröffentlichten Dokumente aus den Verhandlungen von 1990 an, stellt sich heraus, dass die russische Führung im Wesentlichen recht hat. Die NATO-Erweiterung verletzte das Quid-pro-quo-Prinzip der Diplomatie, was in der Vereinigung Deutschlands und ihrer Aufnahme in die Allianz gipfelte. Es gab kein schriftliches Abkommen, das die NATO-Erweiterung verhinderte, argumentierte der Historiker, aber Garantien der Nichterweiterung bestanden 1990 noch, wurden aber später aufgehoben. Not one inch to the east. Diese bekannte Redewendung bezüglich des weiteren Ausbaus der NATO fiel in einem Gespräch zwischen US-Außenminister James Baker und Michail Gorbatschow am 9. Februar 1990. Im ganzen Kontext klingt das ungefähr so: Die NATO ist ein Mechanismus zur Sicherstellung der amerikanischen Präsenz in Europa. Wenn die NATO beseitigt wird, wird es einen solchen Mechanismus in Europa nicht mehr geben. Wir verstehen, dass es nicht nur für die Sowjetunion, sondern auch für andere europäische Länder wichtig ist, Garantien dafür zu haben, dass, wenn die Vereinigten Staaten ihre Präsenz in Deutschland im Rahmen der NATO aufrechterhalten, sich kein Zentimeter der bestehenden Militärhoheit der NATO nach Osten ausdehnt. Wir sind der Meinung, dass Beratungen und Diskussionen im Rahmen des 2+4-Mechanismus sicherstellen sollten, dass die Vereinigung Deutschlands nicht zu einer Ausweitung der militärischen Organisation der NATO nach Osten führt. 2+4 ist der am 12. September 1990 zwischen der DDR und der BRD sowie den USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion geschlossene Vertrag über die Endregelung von Deutschland. Während dieses Treffens bestätigte Baker wiederholt, dass die NATO nach einer Wiedervereinigung Deutschlands innerhalb ihrer früheren Grenzen bleiben würde, und stimmte Gorbatschow zu, als er sagte, dass er die Erweiterung der Grenzen des Bündnisses für inakzeptabel halte. Auch der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl sprach mit dem sowjetischen Staatschef über dasselbe. Wir glauben, dass die NATO ihren Aktionsradius nicht erweitern sollte.
Dass das Bündnis keine Bedrohung für die UdSSR darstellt, wurde Gorbatschow vom britischen Außenminister Douglas Hurd am 11. April, dem französischen Präsidenten François Mitterrand am 25. Mai und dem amerikanischen Präsidenten George W. Bush am 31. Mai versichert. Baker traf Gorbatschow am 18. Mai erneut in Moskau und stellte ihm seine 9 Punkte vor, darunter die Umgestaltung der NATO, die Stärkung der europäischen Sicherheitsstrukturen, die Wahrung des nicht-nuklearen Status eines vereinten Deutschlands und die Berücksichtigung sowjetischer Interessen in Sachen eigener Sicherheit. Im Laufe der Zeit wurde in solchen Gesprächen immer öfter das Thema der Entwicklung gesamteuropäischer Sicherheitsstrukturen vom Atlantik bis zum Ural angesprochen. Auch die Auflösung der beiden großen kontinentalen Strukturen, der NATO und des Warschauer Pakts, wurde diskutiert mit der Übertragung ihrer Verantwortung und Pflichten an die OSZE, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Bereits 1989 hat der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher auf die Notwendigkeit einer systematischen Abrüstung in Europa hingewiesen und sich aktiv für die Notwendigkeit von Verträgen über konventionelle und nukleare Waffen in Europa eingesetzt. Übrigens war er es, der zuerst die Notwendigkeit ankündigte, die Interessen der UdSSR zu berücksichtigen und ihm Garantien für die Nichterweiterung der NATO nach Osten zu geben. Bereits im Februar sagte Genscher in einem Interview mit Hurd, die Russen müssen eine Art Garantie haben, dass, wenn zum Beispiel die polnische Regierung eines Tages den Warschauer Pakt verlässt, sie am nächsten Tag nicht der NATO beitreten wird. Genscher glaubte, dass die deutsche Einheit nur in einem gesamteuropäischen Kontext erreicht werden könne. Aber weder er noch andere westdeutsche Diplomaten und Politiker erwarteten, dass sich die Ereignisse in dieser Geschwindigkeit entwickeln würden. In einem Gespräch mit Bundeskanzler Kohl am 10. Februar 1990 stimmte Gorbatschow grundsätzlich der Idee einer deutschen Einheit und ihrer Mitgliedschaft in der NATO zu, unter einer Reihe von Bedingungen, einschließlich der Beibehaltung des Bündnisses innerhalb seiner bestehenden Grenzen. Nach der deutschen Wiedervereinigung. Nach der Unterzeichnung des 2+4-Vertrags folgten Äußerungen über die Nichterweiterung der NATO nach Osten. Der Botschafter des Vereinigten Königreichs in der UdSSR von 1988 bis 1992, Sir Roderick Bright-White, erinnert sich in seinen Tagebüchern daran, wie der britische Premierminister John Major während eines Besuchs in Moskau im März 1991 die Frage des Verteidigungsministers der UdSSR, Marschall Dmitri Jasow, über einen möglichen Eintritt in das Bündnis osteuropäischer Staaten beantwortete. Er versicherte ihm, dass so etwas nicht passieren würde. Übrigens äußerte Michail Gorbatschow bei demselben Treffen seine Besorgnis darüber, dass das Gerede über die Zukunft der NATO im Westen seinen Ton wieder geändert habe. Major beeilte sich, ihm zu versichern, dass dies nicht der Fall sei und von einer Stärkung des Bündnisses keine Rede sei. Ob die westlichen Länder versuchten, die Sowjetunion zu täuschen, kann diskutiert werden, aber der Wunsch der ehemaligen Mitglieder des Sowjetblocks, ihren Platz in den europäischen Institutionen einzunehmen, war bereits 1991 offensichtlich. Die Mitglieder der Visegrad-Gruppe, Polen, Tschechoslowakei und Ungarn, vereinbarten, die Bemühungen im Bereich der europäischen Integration zu koordinieren, einschließlich des NATO-Beitritts. Im Bündnis selbst war dieser Wunsch zunächst nicht besonders ausgeprägt, aber auf dem NATO-Gipfel in Madrid 1997 wurde 3 Mitgliedern der Gruppe, Polen, Ungarn und Tschechien, ein Angebot gemacht. Formal wurden sie 1999 Mitglieder des Bündnisses. Interessanterweise wurde die NATO-Osterweiterung schon damals von vielen wichtigen Politikern missbilligt. In einem offenen Brief an Präsident Bill Clinton im Juni 1997 nannten die Patriarchen der amerikanischen Politik Robert McNamara, Jack Matlock, Paul Hitz und andere die Ausweitung des Bündnisses einen politischen Fehler historischen Ausmaßes. Michael Mandelbaum, ein prominenter amerikanischer Außenpolitiker, der den Brief auch unterzeichnete, sagte: Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist die Erweiterung der NATO nach dem vorgeschlagenen Schema bestenfalls verfrüht,
schlimmstenfalls kontraproduktiv und hat jedenfalls nichts mit den Problemen der Länder zwischen Deutschland und Russland zu tun. Er betonte, die Ausweitung des Bündnisses hätte viel Geld gekostet, es sei denn, es wäre eine leere politische Geste gewesen. Außerdem würde der Löwenanteil davon auf die Schultern der amerikanischen Steuerzahler fallen. Was die militärische Komponente selbst anbelangt, so seien die Streitkräfte infolge der Umstrukturierung des Bündnisses nach dem Londoner Gipfel viel besser auf die Verteidigung vorbereitet und das europäische Sicherheitssystem funktioniere immer noch. Andere politische Schwergewichte, Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, William Odom, hingegen glaubten, dass das Experiment mit dem Aufbau einer demokratischen Gesellschaft in Russland noch lange nicht abgeschlossen sei. Auf jeden Fall hat Russland trotz des Verlustes seines Imperiums seine imperialen Ambitionen nicht verloren. Die Osterweiterung der NATO wurde von seinen Anhängern als eine Art Versicherung gegen Moskaus unberechenbare Aktion angesehen.